Gucci Envy ist zurück. Wow, ihr hört richtig. Ja, und wenn das Leute hören oder viele Leute hören, dann drehen sie durch, weil das war der Duft früher. Der ist schon seit Jahren eingestellt. Und nun haben wir ihn sogar für nur 30 Euro, 35 Euro immer. Wollt ihr mehr wissen? Einfach dranbleiben. Freunde, mein Name ist Dennis, a.k.a. Feuergansdog aus Hamburg. Hamburg natürlich auch ausgesprochen, richtig? Hamburg. So, ich habe eben im Intro gesagt, der Gucci Envy ist zurück. Ja, das ist schon stark und hart, das zu sagen. Und für die Fans natürlich von Gucci Envy, wie ich auch eins war oder immer noch bin, weil ich kenne den von früher, weil ich mache das ja schon ein bisschen länger hier und ich habe schon ich trage schon lange Düfte, haben wir jetzt hier einen von FOMO, The Envy of FOMO. So, und da war ich ja schon nur der Name. Da war ich ja schon, okay, was wird das? Ihr wisst ja, ich habe vor ungefähr 1,5 Wochen das Video über wie heißt er, Gary Den heißt das, glaube ich, ausgesprochen, von der Marke gemacht. Das soll ja so, guckt gerne das Video an, sehr gut angekommen. Und da soll der Duft so riechen wie der Dior Homme Parfum 2014er Version, zusammen mit den Intense. Stimmt, wirklich, ist geil geworden. Weil, muss man schon sagen, schaut euch das gerne mal an. Und jetzt dieser Duft hier. So, ich hole ihn mal raus. Ja, grün auch. Ich werde den Flakon natürlich mal kurz einblenden und so weiter und so fort. Hier steht auch wieder was Schönes drauf. Und den Flakon habt ihr gerade gesehen. Muss man sagen, ist stabil, wie schon beim anderen Flakon. Also das ist kein Plön für den Preis. Das darf man nicht vergessen. The Envy of FOMO als Le Parfum. Le Parfum steht auf jeden Fall darunter. Das sind 100 ml. Und Leute, mal ganz ehrlich, sprüht den mal und achtet mal. Wow, der Sprüher. Was hatte ich gerade gesagt? Der kostet 30 Euro. Bevor ich zum Duft komme. Es bekommen noch nicht mal irgendwelche, die 300 Euro kosten, so ein Sprüher hin. So, ich habe noch nicht mal richtig aufgedrückt. So, jetzt zum Duft. Vorweg, der Anfang ist nicht anders. Es ist natürlich auch schwer, den Gucci Envy jetzt im Kopf zu haben. Das ist jetzt so lange her und ich habe auch leider keine Abfüllung von denen mehr. Ich sehe aber auch nicht ein, für einen alten Duft, auch wenn der vielleicht gut erhalten ist, es sei denn, er ist ganz neu und die Luftblasen sind noch in Steigrohr, dann kann ich sagen, okay, ich hole den. Sonst hätten wir das ein bisschen immer so risikoreich und da will man richtig viel Geld für haben. Aber der Anfang ist vielleicht nicht, wenn ich das im Kopf habe, so ähnlich, aber ihr müsst 10 Minuten warten. Das ist genauso wie bei den Gary Den. 10 Minuten warten und dann habt ihr, also ganz ehrlich, ihr dürft nicht vergessen, das sind 30 Euro. Das Ding ist natürlich, wer jetzt Gucci Envy nicht kennt, aber das ist eigentlich der Duft, den so viele Parfümliebhaber suchen. Das ist der heilige Gral. Das ist so ein geiler Duft von Gucci gewesen. Und ich brauche den eigentlich gar nicht sprühen. Hier habt ihr so eine, ich mache das jetzt aus dem Kopf, ich habe jetzt die Inhaltsstoffe überhaupt gar nicht gelesen. Es ist grün, es ist etwas moosig, aber kein Oldschool. Es ist, ihr kriegt schon Barbershop-Feeling, aber grünes Barbershop-Feeling. Dazu ein bisschen im Hintergrund, leichte Süße, Fruchtigkeit auch. Also es riecht einfach auch nicht synthetisch. Ey, das machen die echt gut. Und die haben 4 Düfte übrigens. Ich habe jetzt nur 2. Und die haben sogar einer, der so wie Roger riechen soll. Ich finde auch ganz gut, sie haben vielleicht natürlich ihre eigene bisschen DNA drin. Bei den Gary Den ist es ja immer so, dass das ja nicht nur auf den Dior Parfüm 2014 angelehnt ist, sondern das Intense, Dior Intense noch mit reingepackt ist. Ihr habt also die beiden Düfte zusammen. Das ist ganz nice und das finde ich ja geil so gut und deswegen stelle ich sie vor und nicht irgendwie komplett so hier und vor allen Dingen, also nachgemacht. Das Ding ist ja auch, dass es ja den Dior Homme Parfum ja nicht mehr so gibt, ne? Nur noch auf dem Schwarzmarkt oder whatever wo. Aber sonst findet ihr den. Dior hat ja jetzt, ihr wisst ja was gemacht. So. Aber das ist hier der Envy in frisch. Für die Leute, auch die alten Envy-Fans, ihr dürft nicht vergessen, wie alt euer Duft ist, falls ihr den noch habt. Das ist hier neu, das ist frisch. Wenn ihr jetzt den Gucci Envy haben würdet, genauso frisch, der würde ja auch wieder noch anders riechen. Aber das ist eine absolut faire, geile Alternative.
Aber was heißt Alternative? Es gibt Gucci Envy nicht mehr. Und wollt ihr 350 € mindestens oder Minimum ausgeben für den Duft und der ist hat so viele Jahre auf dem Puckel, ihr habt immer einen Anfang, auch wenn er nicht gekippt ist, aber wenn er schon gebraucht ist, habt ihr am Anfang immer eine etwas ältere Note, die kurz, also die Kopfnote bei frischen Düften vor allen Dingen. Gucci Envy ist ja auch kein unbedingt maskulin, also schon männlicher, maskuliner Duft, aber kein Gomorduft. Und bei frischen Düften kann die Kopfnote immer ein bisschen kaputt gehen. Das heißt aber nicht, dass der Duft gekippt ist. Der kann nach 2 Minuten komplett gut riechen, aber die Kopfnote beim Aussprühen riecht bei alten Düften meistens anders und auch nicht mehr so gut. Und das ist der Punkt. Und deswegen, also für alle, ich kann nur, wie gesagt, ich mache das seit 30 Jahren. Also ich habe über 30 Jahre Duft. Deswegen weiß ich, testet den bitte mal. Alle Gucci Envy Fans diesen Duft mal testen. Und nicht hart ins Gericht gehen, sondern vernünftig das angucken, diesen Duft. Und dann schaut euch das mal wirklich an. Und an Riechkolben führen. Und dann sagt mal, was ihr davon haltet. Weil ganz ehrlich, das ist wirklich gut gemacht. Und ihr habt im Endeffekt den Gucci Envy wieder da. So, ihr müsst das einfach so sehen. Denkt euch denn den Flakon meinetwegen dahin und so weiter. Ihr müsst einfach, man muss davon wegkommen. Auch ich muss guck mal, früher, wo ich ganz jung war, es gab Sumatra Wayne. Ich stelle ich immer einmal ein Jahr vor. Ich habe die noch, die alten Versionen. Auch übrigens nicht gekippt. Das ist ich bin da klein gewesen. Sumatra Wayne, der beste Drogerieduft, den es je gab. Für Leute, die den nicht kennen, die wissen gar nicht, was das ist. Riecht wirklich nach Regenwald, ist so geil. Und das Ding ist, ich muss auch mit vielen Sachen, die gibt's nicht mehr. Aber wenn man denn, gut, da habe ich jetzt noch die alten Versionen. Aber wenn es dann sowas gibt, finde ich schade, dass keiner Sumatra Wayne mal irgendwie, das gibt's gar nicht, nachmacht oder so. Und im Endeffekt, hier habt ihr wirklich den Envy Gucci da. Und ganz ehrlich, probiert es doch einfach mal, weil für 35 € könnt ihr nichts falsch machen. Ihr habt eine Haltbarkeit von 7 Stunden, 7, 8 Stunden, das ist doch alles in Ordnung für den Preis. Schöner Glasflakon, richtig stabil, schöne OVP, habt ihr ja gesehen und so weiter. Geil. Gucci Envy, wollte ich schon gerade sagen. Nein, der Envy auf FOMO, das ist schon wirklich geil. Ich sprühe nochmal und ja, und wenn ihr an der Luft habt, ihr das natürlich auf der Haut, kommt ja nach 10 Minuten und dann habt ihr einfach, die DNA ist da. Vielleicht ein bisschen abgerundeter, frischer natürlich jetzt, weil er ist neu. Aber ihr habt einfach das Feeling mit Gucci Envy. Ihr könnt mir nichts anderes sagen. Das ist schon gut, ist wirklich, also gefällt mir. Also das, was ich so weit im Kopf habe. Ne? Wie gesagt, Gucci Envy gibt es wirklich lange nicht. So, jetzt habe ich Gucci Envy genug gesagt. Und The Envy auf FOMO. Solltet ihr testen, schaut euch den mal an, wirklich nice, mit guter Haltbarkeit, guter OVP, ganz ehrlich, Glasflakon, was wollt ihr mehr? Und ihr werdet einfach, die Leute, die den kennen, den alten Duft, werden wieder Erinnerungen haben, trotzdem nice. Und für 35 € oder 30 €, ganz ehrlich, was wollt ihr mehr? Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder, lasst mir gerne einen Super Thanks da und dann bleibt frischer Mutter und bis zum nächsten Mal.